Mahlzeit, liebe Freunde der historischen Küche. Heute habe ich für euch mal ein besonderes Rezept mitgebracht. Und zwar ein Likör, einen Zwetschgenlikör oder auch Pflaumenlikör genannt. Die Zwetschgen, habt ihr ja in den letzten Videos gesehen, sind soweit alle verarbeitet worden. Wir haben einen Zwetschgendatschi gemacht, wir haben Pflaumenmus gemacht. Der eine oder andere hat es vielleicht auch auf Instagram gesehen. Wir haben Pflaumenmarmelade gemacht und wir haben sie natürlich auch so gegessen. Aber die letzten Reste müssen auch verarbeitet werden. Und da habe ich mir überlegt, wir versuchen heute mal einen Pflaumenlikör aus den restlichen Zwetschgen zu machen. Da habe ich auch gar keine Erfahrung drin, habe ich noch nie gemacht. Normalerweise gibt es bei uns immer Schlehenlikör. Aber mit den Pflaumen soll das auch super lecker schmecken. Und hierfür habe ich uns ein Rezept rausgesucht aus dem 19. Jahrhundert, was wir uns gleich angucken werden. Und da bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Und wenn ihr das Video seht, sind die 6 Wochen Reifezeit bereits zu Ende und wir gehen gleich auch in das Verkosten. Also, ihr kriegt das volle Paket, wir gehen in die Küche, los geht's. Kommen wir zum Rezept für den Zwetschgenlikör. Das Allerwichtigste sind natürlich die Zwetschgen. Ich werde euch das Rezept normieren auf 1 Kilo. Also hier in der Schüssel sind ca. 2 bis 3 Kilo Zwetschgen und wir haben auch noch welche im Kühlschrank. Da werden jetzt die ganzen letzten Reste verwurstet. So, ihr braucht also Zwetschgen. Also ich würde empfehlen mindestens 2, 3, 4 Kilogramm. Dann Kandiszucker. Hier mal einer von dem Markenhersteller von Diamant. Es könnt auch jeden anderen nehmen. Kandiszucker, 1 Paket pro Kilogramm ungefähr. Und dann haben wir noch ein paar Gewürze, Zimtstangen, Vanillezucker und ein paar Nelken. Ihr müsst euch überlegen, wie süß ihr das haben wollt. Ich mag den Likör jetzt nicht ganz so süß, deshalb nehme ich ungefähr das Verhältnis 2:1 an Zucker zu den Zwetschgen. Das könnt ihr euch aber überlegen. Und das Wichtigste, was nachher noch fehlt, ist der Alkohol und den hole ich mal schnell. So, ich will ja jetzt keine Werbung machen, deshalb drehe ich die Flasche mal um. Aber ich habe hier einen Wodka, den ich nehme und ich mische den mit einem Doppelkorn. Da muss ich ehrlicherweise sagen, ich habe von so Schnaps nicht so viel Ahnung. Letztendlich glaube ich auch nicht, dass man das großartig rausschmeckt, ob es der Wodka von der Marke A oder von der Marke B ist. Deshalb zeige ich die jetzt auch nicht. Ich habe die mal im Angebot gekauft, weil ich eigentlich Schlehenlikör damit machen wollte. Jetzt wird es Zwetschgenlikör, aber dann holen wir halt das nächste Mal nochmal etwas. Und da braucht ihr auch ungefähr 1 Flasche pro Kilogramm. Also die Zwetschgen müssen nachher gut bedeckt sein. Genau, und jetzt müssen wir die Zwetschgen entsteinen und dann wiegen wir sie mal und wissen auch, wie das Verhältnis nachher oder wie die Zutatenmengen sind, die wir brauchen. Und das kommt alles in so einen Ballon mit einem Gärverschluss oben drauf und dann muss das 6 Wochen stehen. Gut, die Zwetschgen sind natürlich alle gewaschen und so wie sich das gehört, werden wir sie jetzt entkernen. Da ich nicht so viel zu erzählen habe im Moment, also ihr kennt mich ja, ich erzähle ja gerne, während ich koche, euch so die Schwanker meines Lebens oder die wichtigen Informationen, die es für das Gericht zu wissen gibt. Im Moment habe ich aber hier nichts, deshalb werde ich euch auch nicht damit mit meinem Quatsche belästigen, sondern wir spulen sofort vor. So, die Hälfte haben wir jetzt geschafft, ungefähr, oder etwas mehr als die Hälfte. Das ist mir gerade spontan eingefallen. In den Ballon, also wenn ihr den aufgesetzt macht, macht da ruhig eine kleine Handvoll Kerne mit rein. Die geben wohl nochmal ein gewisses Aroma ab. Ich mache das bei den Schlehen auch immer so. Und dann gibt es noch, ich sag mal, Tipps und Tricks, die heißen, ein paar Kerne sollten zerschlagen sein, also aufgebrochen sein. Ob das einen großen Effekt macht, dann nachher im fertigen Produkt, kann ich gar nicht so genau sagen, aber ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so macht. Ob das hilft oder ob das dadurch besser schmeckt oder eben nicht. Ich habe überlegt, ich werde jetzt hier keinen Pflaumenkern aufbimsen mit einem Hammer, sondern ich mache da einfach eine kleine Handvoll mit zu. Das wird dann nachher beim Filtern ja wieder rausgefiltert. Genau. Also schreibt es mal ruhig in die Kommentare, wie ihr das seht. Kerne klein hauen oder ein paar Kerne klein hauen, mit dazugeben oder eben nicht. So, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Ich habe die Waage tatsächlich jetzt eingestellt bekommen, das habt ihr nicht gesehen, aber ich war kurz davor, sie wegzuwerfen. Also unglaublich, wie kompliziert so eine Touchwaage sein kann, wenn man die umstellen möchte, wenn die das nicht akzeptiert. Einfach nur nervig. Gut, aber egal, wir haben es geschafft.
Dann stellen wir die Schüssel drauf und schauen mal, wie viel wir haben. So, das sind 3,2 Kilogramm. Gut, das ist gar nicht so schlecht. Das nehmen wir dann auch. Und jetzt kommt das Füttern des Ballons. Und die Idee war ja zu sagen, wir nehmen ein Päckchen Karamellzucker und 1 Kilo Pflaumen. Und das werden wir jetzt auch tun und müssen jetzt irgendwie die ganzen Pflaumen alle hier in diesen Ballon reinkriegen. Ja, fängt schon schwierig an. Aber einzeln scheint das zu funktionieren. Also wir machen eigentlich nichts anderes als jetzt Schichten. Das heißt, wenn jetzt die ersten Pflaumen drin sind, kommt schon mal ein Päckchen Vanillezucker drauf. Dann schmeißen wir da mal so 2, 3 von den Nelken mit rein. Und dann holen wir uns auch schon mal eine Zimtstange. Die machen wir auch mit dazu. So, rein damit. Und dann das erste Päckchen Kandiszucker. Mal sehen, ob wir das hier reinkriegen, ohne dass die Hälfte wieder daneben fällt. Ja, gut. Wird eine große Überraschung werden. Klappt natürlich nicht, also müssen wir es so irgendwie machen. Da ist die Auskippöffnung wieder viel zu groß. Ja, und so machen wir das jetzt. Dann müssen wir gleich ausschütten nochmal, aber so machen wir das jetzt weiter. Und jetzt kommt die nächste Lage. So, jetzt kommt noch der restliche Kandis mit dazu. Den haben wir nämlich jetzt hier auf dem Teller. Und jetzt muss die Luft raus. Heißt, Schnaps rein. Wir fangen mal an, mal sehen, wie viel reinpasst. Aber ich würde mal sagen, mindestens 3 Flaschen müssen es werden. Die Faustformel war ja 2 Teile Pflaumen zu 1 Teil Zucker zu 2 Teile Schnaps. Und das füllen wir jetzt auf. Das ist aber auch nicht ganz so schlimm, wenn ihr da ein kleines bisschen mehr reinmacht. Das Aroma wird sich da schon verteilen. Aber zu wenig ist auch schlecht und es muss alles bedeckt sein. Das ist das Allerwichtigste. So. So, dann machen wir noch 2 rein. Mal so ein Schwupp hier. Ich habe auch Rezepte gesehen, die man mit Wasser irgendwie macht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so geil ist. Wir wollen ja einen vernünftigen Schnaps nachher haben oder Likör haben. Aber es scheint auch irgendwie so zu funktionieren. Aber gut, das probieren wir heute nicht aus. Also damit haben wir jetzt wenigstens 4 Flaschen drauf. Mal sehen, ob das ausreichend ist. Ach, guck mal, da kommt doch schon die erste Wespe an. Die hat das schon spitz bekommen. Und ihr seht, es ist noch immer nicht alles abgedeckt. Wir schütteln uns schon mal durch und gucken mal, wie es dann aussieht. Aber das geht nicht. Also wenn es nicht abgedeckt ist, Leute, dann muss noch was drauf. Also machen wir noch eine Flasche auf. Eine Minimiste, Doppelkorn oder Wodka. Oh, hier ist der Deckel noch drauf. Doppelkorn oder Wodka, was nehmen wir? Egal, ne? Das, was als erstes kommt. So, und die 5. Flasche. Und dann war es das auch schon für jetzt. Super. Gut. Dann mischen wir das jetzt noch einmal grob durch. So. Okay, da kommt jetzt noch ein Gärverschluss oben drauf. Und dann geht es ab in den Keller. Und dann heißt es, jede Woche mindestens 1, 2 Mal ordentlich durchschütteln. Der Kandiszucker müsste sich lösen. Und von der Zeit, denke ich mal, wird das mindestens 3, 4, 5, 6 Wochen dauern, bis der Likör fertig ist. Und dann sehen wir weiter. So, es sind jetzt circa 8 Wochen vergangen. Und ihr habt es ja in dem Video gesehen, was das Verhältnis vom Zucker anging. Ich habe den zwischenzeitlich nochmal probiert und der war mir tatsächlich doch nicht süß genug. Also da war meine Erwartungshaltung, wie viel Zucker aus den Pflaumen in den Likör geht, ein bisschen falsch eingeschätzt. Deshalb, ich habe noch 1,5 Kilo Kandiszucker mit hinzugefügt und den dann wieder reifen lassen. Und ich denke, der ist jetzt soweit gut. Wir werden den jetzt filtern. Und da habe ich mir was Neues überlegt.
da das immer so eine gewisse Schweinerei ist, habe ich mir jetzt mal hier, ich sag mal, bei Amazon so ein Filterpaket geholt. Das sind so einzelne, ja, dünne Filter von, was wird das sein, von 400, ich weiß nicht, was das für eine Einheit ist, 400 zu 100, ob das Mühe sind oder keine Ahnung. Aber das sollte eigentlich gut funktionieren. Und ihr seht mal wieder, was das für ein Schrott ist. Ne? Das bestellt man. Dann ist das in einer Umverpackung aus Folie. Und jedes einzelne Filtertütchen hat nochmal eine extra Folie. Da frage ich mich, Leute, wofür? Und wenn ich mir schon die Mühe mache und alles irgendwie in Folie stecke, warum schreibe ich dann nicht wenigstens drauf, was jetzt fein ist und was grob ist? Da müssen wir uns jetzt gleich irgendwie rantasten. Also, aber okay. Also wir werden das jetzt filtern, den ganzen Likör, und werden die danach in Flaschen füllen. Und dann schauen wir mal, wie gut das hier alles funktioniert. Ja, ich habe mir jetzt Folgendes überlegt. Ich werde in dem ersten Schritt, werde ich das durch ein grobes Filtersieb schütten, damit die ganzen Pflaumen und der Gewürze mit rauskommen. Und danach werde ich das in so eine Karaffe umfüllen mit dem feinen Sieb und von da aus direkt in die Flaschen. Ob das funktioniert, schauen wir uns gleich an. Wir starten mal rein. Also der erste Prozess ist hier natürlich, der Schritt ist relativ einfach und denke ich kein Problem. So, ihr seht, er hat eine schöne Färbung angenommen. Das dauert jetzt ein bisschen. Also da brauchen wir auf jeden Fall 2 Runden, Leute. Ja, mal sehen, wie die Pflaumen schmecken. Vielleicht kann man die ja noch für Eis oder so gebrauchen. Ich weiß es gerade nicht. Sind auf jeden Fall ziemlich alkoholisch. Ich denke, ich verwahre die und überlege mal, was man daraus machen kann. Die schmecken jetzt nicht schlecht, ne? Schmecken ist, man merkt halt, da ist Alkohol reingegangen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, um Gottes Willen, da möchte ich nicht mehr dran. Also die werde ich jetzt mal kurz irgendwo sammeln. So, ich nehme die jetzt erstmal hier in so eine große Schüssel rein. Ich muss mal überlegen, was ich damit mache. Denn es wäre natürlich schade, die einfach wegzuschmeißen. Aber ihr seht schon, der Topf ist voll. Das sieht auch ziemlich klar aus. Nichtsdestotrotz suchen wir uns jetzt mal ein Filtersieb raus. Und dann nehmen wir einfach mal eins von denen, was nicht ganz so mega fein ist. Das ist wohl bis 400. Also ich meine, da sind jetzt nicht viele große Stückchen oder sowas drin. Ne? Auf dem Sieben steht natürlich gar nichts drauf. Natürlich super clever, das so zu verkaufen. Da weiß natürlich kein Mensch. Das sieht sehr fein aus. Das nehmen wir mal nicht. Das sieht auch noch irgendwie fein aus. Was das wirklich für Siebe sind, weiß keiner. So, das sieht auch sehr fein aus. Also ich würde mal sagen, das oder das hier. Ihr seht ja jetzt keinen Unterschied. Ich würde mal sagen, das ist das Gröbste. Ob das stimmt, ich habe keine Ahnung. Aber das nehmen wir jetzt einfach mal. Dann müssen wir das mal kurz spülen. Ich mache mal kurz hier Pause, weil so will ich das nicht einsetzen. Wer weiß, was da noch an Produktionsresten dran sind. Und danach sehen wir uns wieder. Okay. Also dann versuchen wir das mal, wie wir uns jetzt hier so vorgestellt haben. Also wir nehmen die Karaffe, drücken da das Sieb rein. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Und dann schütten wir den Likör ganz vorsichtig mal da rein und schauen mal, ob das durchgeht. Ja, es funktioniert sogar sehr gut, muss ich sagen. Ja, es sind ja auch nicht viele Stückchen drin. Also ich weiß, dass beim Schlehenlikör ist das manchmal ein bisschen anders, weil da werden die Kerne ja auch noch gecrushed teilweise. Also klein gemacht. Und da ist es tatsächlich manchmal so ein Thema, das vernünftig alles rauszufiltern. Und ich habe mir gedacht, ich hole mir jetzt auch mal ein paar Filtersiebe, denn das ist ja schon immer irgendwo ein Akt. So, aber ihr seht, irgendwas filtert er raus, denn so schön wie es am Anfang gelaufen ist, läuft es jetzt nicht mehr. Das heißt, ich lasse das jetzt durchlaufen und dann werde ich den Filter kurz auswaschen. Mal gucken, woran es liegt. Ich weiß es nicht. Hier irgendwas drin ist, aber ich vermute mal, dass hier irgendwelche Reste drin sind. Ja, ihr seht es, ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber hier sieht man natürlich von den Pflaumen so Fruchtanteile, die da drin schwimmen. Die wirbel ich jetzt so ein bisschen auf. Dann waschen wir den aus und dann geht es weiter. So, ich mache jetzt nur eine Flasche mit euch zusammen. Ich denke mal, der Rest ist selbsterklärend. Und dann macht ihr das einfach genauso und dann klappt das auch schon. So.
Also hier seht ihr es, ne? Also hier sind so kleine Schwebstoffe drin. Die wollen wir natürlich nicht im Likör haben, die setzen sich ab, die filtern wir jetzt raus. So, jetzt waschen wir den Filter aus und weiter geht's. Gut, also wenn der jetzt durchgelaufen ist, dann hole ich mal eine Flasche. Und dann machen wir mal die erste Flasche noch gemeinsam fertig und dann mache ich den Rest schnell selbst. Okay, das Umfüllen ist natürlich relativ einfach. Dann nehmen wir so eine kleine Flasche hier. Die ist vorher auch gespült und sauber gemacht worden, alles gut. Und in die werden wir jetzt einfach nur den Likör reinfüllen. Und dann werden wir den gleich auch verkosten, was wir uns da Tolles gemacht haben. So, ein kleiner Schluck geht noch. Schön ein bisschen in den Hals rein. Gut. Perfekt. Dann raus damit. Den Deckel draufschrauben. Und fertig ist die erste Likörflasche. Und das machen wir jetzt mit dem ganzen Rest. Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, das ist jetzt die Ausbeute. Es sind tatsächlich knapp 10 Flaschen geworden. Und eine kleine Anbruchflasche, die wandert jetzt in den Kühlschrank. Und dann werden wir den gleich, oder heute Nachmittag, wenn das kalt ist, verkosten. Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden, warum ich nochmal Zucker nachfüllen musste. Denn ich hatte euch ja damals, ich hatte am Anfang des Videos gesagt, ich trinke den eigentlich nicht ganz so süß. Aber der war mir da tatsächlich beim Probieren immer noch nicht süß genug. Und deshalb habe ich ja nochmal Zucker nachgegeben. Ein Teil des Kandels ist unten auf dem Boden des Ansatzbehälters tatsächlich verbacken, in Anführungsstrichen. Ich vermute, das ist passiert, weil der zu fein war. Schreibt das doch einfach mal in die Kommentare, wie ihr das seht, ob das der Grund dafür war oder ob ihr eine bessere Idee habt. Weil jetzt, wo ich die Pflaumen rausgemacht habe, habe ich halt gesehen, dass da noch unten auf dem Bodensatz Zucker war, der nicht aufgelöst ist. Der sich da unten, ich will nicht sagen verbacken, aber der unten festhing. Ja, das heißt, ich habe das zwar geschüttelt immer regelmäßig, dass der sich gut durchmischt, aber das hat sich so unten abgesetzt, dass es sich nicht mit durchmischt hat. Und es hat sich dann deshalb auch nicht aufgelöst. Und darum war der nicht süß genug und ich musste den nochmal nachsüßen. Und ihr seht ja auch an den Flaschen, diese Zuckerpartikel, die hingen alle ganz unten, unter den Pflaumen. Und die sind auch nicht mit rausgekommen beim Rausschütten. Das hat sich jetzt erst gelöst, nachdem ich die Pflaumen alle mit Gewalt, in Anführungsstrichen, aus diesem Ballon rausgekloppt habe. Gut, ich habe mich dazu entschieden, ich werde mit den Pflaumen jetzt tatsächlich noch ein Mousse machen. Denn da ist jetzt mir zu viel Zucker mit da drin, um das aufs Eis noch drauf zu schmeißen. Und dann werden wir das probieren. Ich denke, es macht vielleicht Sinn, noch ein Verkostungsvideo zu machen. Aber da sage ich euch gleich was zu. Gut, wir machen Feierabend. Wir stellen den jetzt in den Kühlschrank. Und dann sehen wir uns gleich zum Probieren. Kommen wir zur Verkostung des Pflaumenlikörs. Hier ist das Gläschen. Das ist wunderbar kalt geworden. Das beschlägt nämlich hier schon. Frisch aus dem Kühlschrank. Und ich habe das mal in so einen in ein Weißweinglas hineingemacht, damit ihr die Färbung und so seht. Das sieht wunderbar aus. Und wir werden den jetzt mal probieren. Also er riecht wirklich super fruchtig. Und so ein bisschen nach Zimt. Und schauen wir mal, ob der Tropfen mundet. Oh, der ist richtig gut geworden, Leute. Oh. Also ich muss sagen, der Pflaumenschnaps, der ist wunderbar geworden. Der hat jetzt auch eine gewisse Süße. Schmeckt einfach nur prima. Also, wenn ihr noch Pflaumen übrig habt, zufälligerweise, und nicht wisst, was ihr damit machen sollt, macht doch einfach einen leckeren Schnaps draus. Ich habe übrigens Schlehen gepflückt und ich werde die Tage einen Schlehenlikör machen. Da nehme ich euch natürlich mit, denn was mundet mehr als ein Likör? 2 Liköre. Kleiner Spaß. Alkohol habe ich eigentlich sonst nicht viel am Hut. Aber das ist ein prima Weihnachtsgeschenk, um es zu verschenken an Freunde, Bekannte. Die freuen sich immer über so einen guten Tropfen, der selbst gemacht ist. Also, macht die nach, bleibt dran. Dann habe ich euch ja noch gesagt, ich werde noch mal ein Video machen. Ich habe da noch so 3 kleine Projekte, wo ihr noch mal ein Follow-up braucht. Das eine ist, ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, ich habe eine Weißdornmarmelade gemacht. Und die Kerne habe ich tatsächlich noch weiterverwendet.
Das werde ich euch dann verraten, was ich damit gemacht habe. Da bekommt ihr ein Video von mir. Das zweite ist, den Christstollen, den habt ihr auch ganz sicherlich schon gesehen. Der ist jetzt gereift und auch dort. Den wollen wir nochmal probieren, wie er dann gereift schmeckt. Ich denke mal, er ist noch besser geworden. Ich liebe diesen Christstollen. Schaut euch das Video an. Super lecker. Ihr werdet nie wieder in den Laden gehen und Christstollen kaufen. Und das dritte, was war denn jetzt das dritte? Irgendwas ist mir noch entfallen. Genau, die Pflaumen, die übrig geblieben sind. Die koche ich gleich ein zu einem Pflaumenmus. Ich habe es euch ja gesagt, da war ein bisschen Zucker mit übrig. Und ich werde die jetzt tatsächlich nicht fürs Eis verwenden, sondern ich werde die einkochen und werde die probieren. Und dann bekommt ihr da auch nochmal ein Feedback, wie das denn schmeckt. Weil normalerweise sagt man ja, die ganzen Aromastoffe gehen alle in den Schnaps über. Ich habe die aber eben probiert. Die waren noch super lecker. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass wenn ich die einkoche, dass da nochmal was richtiges Tolles draus wird. Gut, das war es jetzt auch schon. Genug gequatscht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, ruhig mal klicken, die Glocke abonnieren, ist alles kostenfrei. Freut mich und den Algorithmus. Und ich bedanke mich bei euch. Wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut. Cheers.